Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir freuen uns immer, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und heute haben wir ein richtig spannendes Thema, Jan. Und zwar kommt immer wieder Fragen aus der Community. Welches ist das richtige Balkonkraftwerk? Was brauche ich? Die Enka Solix Palette, die ist ja wirklich so groß mittlerweile. Das stimmt. Und darauf wollen wir heute eingehen. Abo da lassen, Video liken und nach dem Intro geht's los. Ganz viel Spaß. Auf geht's, oder? Auf geht's. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir haben ja auch unerfahrene Leute auf unserem Kanal. Vielleicht auch seid ihr das erste Mal da. Lasst auf jeden Fall schon mal einen Kommentar da, wenn ihr euch das erste Mal auf unserem Kanal befindet. Die sich mit Balkonkraftwerken in der Regel gar nicht so gut auskennen. Was ist überhaupt ein Balkonkraftwerk? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ich glaube, da sollten wir erstmal schauen. Grundsätzlich Balkonkraftwerk. Großes Thema. Spannendes Thema. Spannendes Thema. Es geht natürlich immer darum, irgendwie auch Geld zu sparen. Aber Jan, grundsätzlich, was ist ein Balkonkraftwerk? Das Balkonkraftwerk ist letztendlich eine kleine Solaranlage. Bestehend aus 2 oder 4 Panelen, maximal 4, 2000 Watt. Meistens aber eher 2 Paneele. Montiert auf dem Dach, auf dem Schuppen, am Balkon, wo auch immer. Und kann direkt am Hausnetz über den Schutzkontaktstecker angeschlossen werden. Das heißt, der erzeugte Strom wird im Mikrowechselrichter umgewandelt und direkt ins Haus geschickt. Also der Strom, der produziert ist, ist dafür da, um direkt zu nutzen bei einem klassischen Balkonkraftwerk. Und Enka geht jetzt einen Schritt weiter. Ja? Wir gehen Richtung Zukunft. Wenn wir uns die letzten Jahre betrachten, hatten wir gerade diesen Mikrowechselrichter mit ein paar Paneelen, 1, 2 maximal, und haben uns darüber gefreut, dass der Strom da irgendwie im Haus verwendet wird. Ja? Voraussetzung, die Sonne scheint. Die Sonne scheint, man ist zu Hause. Man ist zu Hause, ne? Und der Strom wird auch genutzt. Genau. Und wenn ich ihn nicht nutze, geht er leider wieder irgendwo hin. Dann werden dafür nicht vergütet, genau, geht ins Netz zurück, kriegen dafür nicht 1 Cent leider. Und das nennt man natürlich irgendwo auch Verschwendung. Ne? Das ist natürlich blöd, wenn sich das System erst nach x Jahren amortisiert, ne? Aber dafür hat Enka eine Lösung parat, ne? Und den sogenannten Speicher. Da gibt es eine Solarbank 2 Pro, mega intelligent, die AC-Version. Und da wollen wir jetzt mal heute genauer drauf eingehen, für wen was sich am besten lohnt oder am besten eignet. Also Jan, ne? Wie schaut es denn aus? Ja. Wir fangen mal, ich glaube, ganz entspannt an. Ne? Also grundsätzlich muss man mal gucken, was für ein Balkonkraftwerk brauche ich. Bin ich alleine? Habe ich eine Familie? Wie hoch ist mein Stromverbrauch? Das sollte man als erstes ermitteln. Wenn man wirklich einen geringen Verbrauch hat, einen geringen Standby-Verbrauch hat, braucht man tatsächlich auch nur eine kleine Anlage. Ne? Aber wenn du jetzt eine Familie hast, ein paar Kinder, Eigentumswohnung oder sogar ein allein frei stehendes Haus oder eine Wärmepumpe, dann würde ich auf jeden Fall tatsächlich zum Größeren greifen. Genau. Aber da haben wir tatsächlich verschiedene Modelle. Und da möchte ich heute mal mit dir drüber sprechen. Ne? Ja. Fang erstmal an, du bist in der Mietwohnung, Genau. hast da deine paar Geräte am Tag laufen. Kühlschrank, Fritzbox, so das, was immer im Standby generell. läuft. Du bist vielleicht auch im Homeoffice tätig oder meist halt auf Arbeit. Ja? Ich sag mal so, Zweifamilienbetrieb. Ne? Ja. Kein Großkonzern, keine Kinder, ja? Sondern eine kleine Familie. Genau. Was können wir da empfehlen? Ja, da hat Enka im Solix-Bereich ein Plus-Modell Ja. mit 2 MPPT-Trackern. Das heißt, man kann an diesem Plus-Modell 2 bis 4 Solarmodule anschließen. Ja. Also bei den 2 Modulen spricht man von 2 klassischen Glas-Glas-Modulen, die man da anschließen kann. Und von diesen flexiblen, die wir hier gerade Da steht's, ja. im Hintergrund haben. 4 mal 225 Watt. Sehr leicht, sehr dünn, sehr flexibel. Ideal für eine Balkonbrüstung. Und vergiss es bitte nicht. Kann man über ein V-Kabel bzw. ein Y-Kabel, Entschuldigung, Ja, bis zu 4 Solarmodule anschließen. genau. Also man nimmt das Plus-Modell mit integrierten Wechselrichter, 2 MPPT-Trackern und nimmt die Balkonbrüstung Genau. mit diesen Modulen. Wenn ich denn so eine große Balkonbrüstung habe. Ansonsten 2 Module, Genau. auch super easy. Läuft problemlos. Wenn ich mega viel Platz habe, Ja. mache ich meine 4 Module ran. Genau. Und das Schöne ist halt wirklich, man ist da wirklich
flexibel auch. Wenn jetzt jemand sagt, so, hey, das stört mich, die Module müssen ab oder was auch immer, dann nehme ich das einfach die Mietwohnung und tausche es. Genau, ziehst aus. Also ich würde tatsächlich empfehlen, die nur mit einem Edelstahlkabelbinder zu befestigen. Ja. Das heißt, man geht oben durch die Ösen, Edelstahlkabelbinder schön locker, leicht ran. Die wiegen nichts. Das ist der große Vorteil. Einmal das Gewicht, die sind flexibel, also nicht überflexibel, aber sind flexibel, aber in der Regel brechen sie nicht so schnell auseinander. Genau. Und ihr könnt den Ort immer wieder verändern. Also wie gesagt, du ziehst jetzt um, das kommt dir nur mal vor. Das ist ja ganz normal. Das ist du möchtest starten mit deiner Solarbank und sagst dir so, aber wenn ich jetzt umziehe, müsste ich dann ja alles wieder abbauen und so ein Glas im Deswegen Modul. das Plus-Modell nehmen, das ist eine solide Bank. 4 von diesen Modulen oder 2 von diesen Modulen, je nachdem, wie es passt. Genau. Und du hast erstmal Ruhe. Du hast tagsüber deinen Grundstrom gedeckt und alles, was du einspeisen würdest, kommt schön in den Speicher, dass wenn du zu Hause bist, abends den nutzen kannst. Eine Selbstversorgungsrate liegt dabei 90%. Ja. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Welche Versorgungsrate haben wir denn, wenn wir jetzt diesen Zwischenspeicher nicht nutzen? Oh, ja, Kann ich dir sagen, 40%. 40%, ja. Das heißt, 40% der generierten Energie wird tatsächlich nur am Ende genutzt und 60% gehen so Flöten. weg. Ja. Und das ist wirklich schade. Also so ein System amortisiert sich ja auch in der Regel ziemlich schnell. Ne? Ja, durch den Speicher tatsächlich noch ein bisschen Das hat man nach ein paar Jahren raus. Ja. Man braucht keinen zusätzlichen Wechselrichter mehr. Der ist hier drin verbaut. Ja, wir haben ein Speichersystem mit einem integrierten Wechselrichter. Genau. Das Design ist spritzwassergeschützt, IP65. Das haben sie übrigens alle. Haben sie alle, genau. Spritzwassergeschützt, IP65, temperaturbeständig, also wirklich solide Produkte. Nach oben hin ist reichlich Platz, nach unten hin auch. Also in der Regel könnt ihr die noch draußen stehen lassen. Da passiert nichts. Ja, ihr müsst die noch nicht einbauen oder vor Licht- und Sonneneinflüssen irgendwie schützen oder so. Nee. Das Gerät ist wirklich für draußen entwickelt worden. Genau. Auch das ist eine Frage, die haben wir immer häufiger. Ja, der Speicher wird ja so warm. Da muss man auch einfach ganz klar sagen, dass diese Akkus auch gerne ein bisschen Temperatur mögen. Ja. Also 30 Grad ist kein Problem für solch einen Auch Akku. 40 Grad. Ja. Auch 50 Grad ist kein Problem. Ne? Natürlich haben wir Grenzen und man muss auch mit dem Menschenverstand dabei sein. Genau. Ich würde das natürlich nie in die pralle Sonne stellen. Wir haben Anfragen, ob wir das zubauen würden. So, wo ich mir denke, also das Gerät entwickelt ja selber auch Wärme. Man merkt das so hinten. Ne? Da merkt man dass das Gerät auch Wärme abstrahlt. Daher am besten freistellen oder irgendeine Ecke oder so. Genau. Und einfach anschließend keine Gedanken machen, laufen lassen. Okay. Aber ist das System generell, Enka-Solix, eine Solarbank, ist das intelligent? Ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Den Smart Meter. Da haben wir die einen oder anderen schon gesehen. Da gab es ja die Möglichkeit mit dem Shelly oder den Enka-Solix Smart Meter zu nutzen. Genau. Und dieses Smart Meter, was uns Enka freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, werden wir hier heute in meinem Stromkasten installieren. Jetzt haben die auch noch was ganz Cooles, und zwar mit den Steckern. Wo sind da jetzt die Unterschiede? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, intelligent sind sie alle von Enka aktuell. Die können alle mit dem Smart Meter zusammenarbeiten oder mit einem Shelly oder mit dem Plux. Ja. Wenn man jetzt ein Eigenheim hat und die Möglichkeit hat, oder eine Mietwohnung, je nachdem, aber die Möglichkeit hat, an einen Stromzähler zu kommen, kann man das Smart Meter installieren. Aber oftmals ist es ja eher andersrum. Ja. Du wohnst irgendwo und kommst dann nicht ran und darfst da auch nicht ran. Ja, weil der Stromzähler im Keller ist. Genau. Oder der Vermieter will es nicht. Noch viel schlimmer. Dafür gibt es die Smart Plugs. Die Plugs kann man mit der Enka-Solix verbinden und an den, ich sag mal, kritischen Steckdosen, die man überwachen will, anschließen. Das heißt, dass der Verbrauch, der durch diese Steckdose gezogen wird, übermittelt wird zur Solix und zur Verfügung gestellt wird. Kannst du das mal an so einem Beispiel veranschaulichen? Ich würde sagen, du liegst auf dem Sofa. Kaltgetränk in der Hand. Ja. Tüte Chips. Tüte Chips. Ja, und was passiert, wenn ich jetzt so einen Plug-in, wie heißt das? Smart Plug? Smart Plug, genau. Ja, danke. Dann, wenn du den jetzt an den Fernseher anschließt. Ja. Ist der Fernseher aus, passiert nichts. Ja. Ne? Ist der Verbrauch ja null. Ja, nein, null ist er nicht. Klein. Bevor die Zuschauer gleich kommen, so, Standby, hallo, rote Lampe leuchtet, das System läuft ja auch im Hintergrund so ein bisschen. Standby haben sie alle, das stimmt. Der wird dann halt übermittelt, ist aber sehr gering. Aber jetzt machst du ja die Maschinerie an. Fernseher an, Blu-ray-Player an,
Beleuchtung an, zack, hast du 250 Watt und willst die nicht aus dem Netz ziehen. Also steckt man den Plug dazwischen. Der verbindet sich über WLAN mit der Box und sagt der Box, hey Enka Solix, ich brauche mal eben 250 Watt. Hier, kriegst du. Kriegst du, gebe ich dir. Nimm dir. Nimm es aus dem Speicher und kauf es nicht. Genau. Und das machen die Plugs. Aber für all die jetzt sagen, hier, ich habe die Möglichkeit, so einen Smart Meter zu verbauen. Ja. Da haben wir auch eine Anleitung schon zu hochgeladen. Verlinken wir euch gern jetzt mal in diesem Moment. Ja. Ansonsten auch noch mal gerne im Abspann gucken, da haben wir es auch noch mal für euch eingestellt. Smart Meter Integration. Ja, wenn ihr es selber nicht könnt, lasst die Finger davon, nur von einer Elektrofachkraft natürlich. Ihr solltet da euch da den Backup auf jeden Fall nochmal holen oder holt euch im sichersten Fall nochmal den Elektriker, der macht auf jeden Fall sicher. Ja? Und Sicherheit geht nun mal vor. Das ist so. Aber du hast zumindest schon mal gezeigt, wie man das Ganze verbauen kann. Wie das aussieht, was da passiert. Ihr könnt euch über das Video informieren. Das ist kein großes Hexenwerk, ist leicht verständlich. Und das Video ist auch tatsächlich in der Community sehr beliebt. Kommt gut an. Kommt gut an. Freut sich großer Begeisterung. Ja. Aber generell Smart Meter. Was ist das, Jan? Das Smart Meter, das ist im Kasten angeschlossen, sage ich mal, im Sicherungskasten. Ja. Und misst den kompletten Verbrauch auf allen 3 Phasen vom Haus. Also man kann genau ablesen, das Haus braucht gerade 500 Watt. Und dieses Gerät übermittelt diese 500 Watt zum Solix. Und das ziemlich schnell. Innerhalb von, selbst getestet, 2-3 Sekunden. Ja. Das geht wirklich ruckzuck. Also alle, die jetzt sagen, oh, das dauert einen Moment, also diese Reaktionszeit, das System, der Austausch muss ja über das WLAN stattfinden. Generell ist es ja nicht, ist glaube ich das WLAN tatsächlich das Problem, dass es so ein bisschen zur Verzögerung kommt, ist aber alles cool. Das funktioniert 3 Sekunden. Ratzfatz. Also das ist und dann ist der Strom zur Verfügung gestellt. Ja. Aber auch die App muss man mal kurz erwähnen, finde ich. Sollte auch nicht in Vergessenheit geraten. App blenden wir euch jetzt hier nochmal ein. Super gut. Haben wir das weiße Häuslein, was man ja hat, das eigene Eigenheim. Da sieht man links unten einmal die Solarbank, schön grafisch dargestellt, da kann man die anklicken. Wenn man Erweiterungsspeicher nutzt, das kann man nämlich, man kann das Ganze bis zu 9,6 Kilowatt noch erweitern. Ja. Das ist ja das Schöne an den Enka Solix Produkten oder an den Solarbänken, dass man das Ganze noch aufbauen kann. Wenn denn die Sonne so stark ist und ich brauche das wirklich, und wir gehen gleich nochmal auf ein Beispiel drauf ein, dann kann man das Ganze noch erweitern. Das klappt auch wirklich sehr, sehr gut und ist auch noch mit Firmwares regelmäßig versorgt. Ich habe gerade noch eins runtergeladen, also wirklich sehr, sehr gut tatsächlich. Und die App entwickelt sich da auch weiter. Dann haben wir einmal den Smart Meter rechts auf der Seite. Da haben wir die Kommunikation über das WLAN. Also bei der Erstverbindung muss man das Ganze über Bluetooth einmal einrichten, das WLAN-Passwort eingeben und dann connectet sich die Solarbank ins WLAN, mein Smart Meter ins WLAN und dann sprechen die miteinander und das ist wirklich sehr, sehr cool. Und da sieht man jetzt auch hier, mein Haus benötigt aktuell so und so viel Watt, das könnt ihr rechts in der Ecke ablesen. Alles, was ich nicht verbrauche, minimal geht zurück ins Netz oder wenn ich mal was zukaufen muss, weil wir können ja nur bis 800 Watt maximal eine Ausgangsleistung zur Verfügung stellen durch die Solarbank. Alles, was drüber geht, wird gekauft werden müssen. Aber das ist im Sommer tatsächlich richtig, richtig geil. Da spart man jede Menge Geld. Ja. Weißt du noch ungefähr, wie viel das war? Nee, tatsächlich nicht. 900 und ein paar zerquetschte Euro im Jahr. Okay. Bei einer Voraussetzung von Solarbank plus 2 Erweiterungsspeichern und die volle Modulleistung. Also alles, was geht. Das Big Pack. Und da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Ich wollte noch einmal kurz zum Smart Meter sagen. Okay. Viele denken ja, es ist eine Nulleinspeisung. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. In dem Fall ist es keine Nulleinspeisung. Ich würde sagen, das ist eine bedarfsgerechte Einspeisung. Genau. Das heißt, das Smart Meter gibt das zur Verfügung, was wir gerade brauchen und was das Ding leisten kann. Ja. Alles andere ist nicht auf Null, sage ich mal. Sonne kommt rein, die Panels produzieren und er lädt ihn schön auf. Ja. Funktioniert super. Ja. Sobald der aufgeladen ist, geht er im Bypass-Modus. Aufgeladen heißt 100%. 100%. Ja. Und wenn 100% drin sind, geht er in den Bypass und alles dann sind da 100% drin. Ja? Genau, das Glas ist quasi voll. Ja, und wenn ich da jetzt noch Wasser reinkippe, unsere Sonnenenergie, was passiert da? Genau. Schwappt über. Wenn ich jetzt in diesem Fall diesen Strom nicht benutze, was passiert? Geht ins Netz.
Aber das muss man eben dazu erwähnen, weil viele erhoffen sich 0. Dem ist aber nicht so. Ich weiß, jetzt werde ich wahrscheinlich Shitstorm. Es ist aber auch egal. Ne? Ihr dürft ein Balkonkraftwerk, wir gehen dann mal 2-3 Jahre zurück, ohne Solarbank benutzen, ja, bis damals 600 Watt, jetzt 800 Watt. Ja. Tatsächlich dürfte ich bis zu 800 Watt am laufenden Tag einspeisen pro Stunde, weil es gesetzlich in Ordnung ist. In Ordnung, genau. Von daher passt das alles. So, kommen wir zum nächsten Modell. Enka hat sich mal richtig Gedanken gemacht. Ihr seid ja wahrscheinlich genauso technisch versiert wie wir und sind schon voll drauf eingestiegen. Ja. Du hast ein Balkonkraftwerk, ich habe ein Balkonkraftwerk, ihr habt ein Balkonkraftwerk. Jeder hat eins. Nein, ich würde mal sagen 80% oder so. Nicht jeder, und unsere Zuschauer haben tatsächlich eins. Würde ich nicht sagen, jeder hat eins, sondern es gibt noch genug Leute, die eins haben möchten. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ziemlich viele noch draußen sind. Ich lese immer die Kommentare. Ja. Aber jetzt schon mal nochmal ein Like da lassen fürs Video. Kommentare schreiben, Algorithmus pushen. Vielen Dank. Aber jetzt nehmen wir mal den Fall an, dass man schon eins hat. Okay. So, in der Vergangenheit war es ja so, vor der Gesetzesnovelle, genau, ja. Klassischer Wechselrichter, 2 Panels, 800 Watt. Genau. Ne? Das war ja so das, was die Regierung damals hat auch ein bisschen vorgeschrieben, wo wir ein bisschen alle limitiert waren. Das hat sich ja jetzt geändert. Ne? Und da hat Enka tatsächlich eine Speicherlösung rausgebracht, die Enka Solix AC. Hier. Genau. Ja, hier steht die neue Solarbank von Enka für uns zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Um das vorhandene Balkonkraftwerk, den Mikrowechselrichter, mit dem Speicher zu verbinden und das gesamte System nochmal zu erweitern. Das heißt, wir nehmen das Balkonkraftwerk so wie es ist, zu Hause, angeschlossen, nehmen den Schutzkontaktstecker und stecken den einfach hier rein. Genau. In die Solarbank. Komm, wir drehen mal. Wir wollen ja ein bisschen zeigen, nicht nur erklären, zeig mal, wo da was rein muss. Genau, hier haben wir noch eine Schutztülle drüber, aber hier haben wir tatsächlich eine Schutzkontaktsteckdose, in der wir einfach das vorhandene Balkonkraftwerk einstöpseln. Und somit würde ich sagen, ist das System schon mal rund. Das läuft, er fängt an zu speichern, er speist ein und arbeitet auch smart. Also das ist schon mal super, funktioniert, läuft. Ja. Jetzt können wir das aber noch mal erweitern. Die Regierung hat ja ein paar Gesetzesanpassungen gemacht. Wir dürfen ja jetzt auf dem Dach haben bis zu 2000 Watt und 800 Watt einspeisen. Das heißt, auf der anderen Seite des Gerätes, wenn wir einmal drehen, haben wir hier tatsächlich nochmal 2 MPP-Tracker, wo wir 2 Module anschließen können. Kannst du das nochmal schnell sagen? MPP-Tracker? MPP-Tracker? Ich hätte den letzten Mal auch das immer MPPT-Tracker. MPPT? Doppel-T-Tracker. MPP-Tracker? Tracker. Ja, für 2 Module. Das heißt, wir kommen auf insgesamt 4 Module, können hoch auf 2000 Watt und 800 Watt einspeisen. So haben wir die Chance, mit einem weiteren Gerät das komplette Spektrum auszunutzen. Also alles, was wir gegeben bekommen von der Regierung, 2000 Watt, 800 Watt, können wir hiermit voll nutzen. Und wie lange dauert der Aufbau, bis das alles in Betrieb ist? Also der Aufbau dauert natürlich ein bisschen länger. Ja. Aber generell brauche ich ja nur mein bestehendes System nehmen, zack rein. Genau. Ja. Also Enka Solix an die Steckdose ran, Schuko-Stecker ran und dann haben wir es ja innerhalb von 6 Sekunden. Ja. Enka sagt 6 Sekunden. 6 Sekunden muss ich mich aber wirklich beeilen. Also ich sag mal, realistisch mit App verbinden, 10 Minuten. Ja. App runterladen, anmelden, Stecker rein, 10 Minuten. Und ich liebe wirklich diese Übersichtlichkeit dieser App auch. Ne? Ja. Ich sehe meinen Verbrauch. Wenn ich den Smart Meter installiert habe, sehe ich meinen täglichen Verbrauch. Ich sehe, was an Sonne generiert wird. Ich sehe die Monatsübersicht. Ich kann mich da einmal durchklicken, wann steht die Sonne am besten. Okay. Guckt raus. Jetzt wird es nicht mehr so sein. Aber so Juli, August, das war schon noch eine richtig geile Zeit. Da habe ich mich wirklich über jeden Cent gefreut. Man kann meinen aktuellen Stromtarif da einstellen, was ich also bezahle pro Kilowattstunde. Dann sehe ich da sogar meine Ersparnis. Ja, und das, ich glaube, sparen, das wollen wir alle irgendwo. Und guckt auch mal in eurem Bundesland, ob ihr das Ganze vielleicht noch mal fördern lassen könnt.
An sich die Förderung gibt es ja so nicht für Balkonkraftwerke, mehr glaube ich, aber vielleicht gibt es eine oder andere Städtchengemeinde, ja, die das so nochmal mit ein paar Euronen euch das supporten. Ja. Es gibt noch einen Punkt, den ich zu der AC sagen möchte. Ja. Man kann sie so nutzen, wie wir es gerade eben gesagt haben. Und auch anders. Da kommen die pfiffigen Leute nochmal raus. Das Modell heißt ja AC. Das heißt, es kann auch AC kommunizieren. Wir haben hier den klassischen Anschluss noch. Hier kommt ein Stecker rein und dann Schutzkontaktstecker ins Haus. Und der hat auch die Möglichkeit, sich über diese Leitung aufzuladen. Stichwort, Hashtag bidirektional. Bidirektional, genau. Jetzt im Winter haben wir tatsächlich nicht viel Leistung auf dem Dach. Kann man überlegen, hole ich mir noch mal einen smarten Stromtarif? Ja. Ich glaube, aktuell geht es noch nicht, aber die sind in der Arbeit. Dann können wir tatsächlich, je nach Stromtarif, je nach Preislage sagen, hey, komm, lad dich voll. Genau. Ne? Und das ist wirklich cool. Ja. Das ist wirklich cool. Genau. Jetzt hat Enka tatsächlich noch mal ein Pro-Modell. Und das ist wirklich, wirklich Pro tatsächlich, weil da kann ich aus meinem Balkonkraftwerk das meiste Maximum rausholen. Ja. Ja. Kann ich jedem empfehlen. An alle Bitcoin-Miner da draußen. Ihr braucht Strom, ja? Oder ihr habt ein Einfamilienhaus, vielleicht auch eine Wohnung. Ja? Ihr habt einfach Stromverbraucher. Die Fernseher werden immer größer. Ich wollte nicht sagen, Mutti wäscht den ganzen Tag, aber gut, habe ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt. Piepen wir jetzt einmal raus. Ja. Aber Trockner läuft und weiß ja selber. Genau. Wir brauchen Strom. Genau. Strom wird immer teurer. Wir haben die Möglichkeit, unsere, in dem Fall jetzt Glaspanels, über Aufständerung, auf den Schuppen, ne, in den Garten, auf die Auffahrt. Wir können die überall hinstellen. Wir können die an den Zaun anbauen. Ja? Enka hat da Systeme für alles im Shop. Ja, verlinken wir euch alles in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal rein, klickt euch da durch. Ja, ich mache euch das richtig schön, dann könnt ihr euch da einmal durchklicken. Auf jeden Fall, diese Panels können wir überall anbauen. Ja. Und das ist halt klasse. Wir haben 4 MPP-Trecker. Heißt, wir können jetzt hier 4 Panels, also hier jetzt nicht. Also hier haben wir 2, Hier haben wir 2, weil wir haben hier das einmal das AC-Modell hier vorne stehen, aber in der Pro-Variante haben wir insgesamt 4 Eingänge für oder 8 Eingänge für jeweils ein Panel. Genau. Und dann können wir da die 4 Panels anschließen und die können wir in alle Richtungen aufstellen. Pro Trecker ein Panel in eine Richtung. Wie viel Watt? Maximal 600 Watt in der Pro-Version, wobei gesetzlich geregelt wären tatsächlich die 500, aber die 600 Watt wären theoretisch möglich. Da ist noch ein bisschen Puffer nach oben. Ne? Also 2000 Watt dürft ihr anschließen, heißt 4 x 500 Watt Panels. Und das kann ich auch empfehlen, bei der Pro-Version wirklich Glas-Module nehmen, sehr hohe Wirkungsgrad, 500 Watt, wirklich alles, was geht und dann daran. Genau. Du hast ja auch die Pro im Einsatz. Genau. Du hast ja jetzt auch schon deinen Speicher erweitert. Wie viele Module hast du denn jetzt? Ich habe 4 Module. Ja, also 4 Module. Maximal 4 Module. Und wie viele Speichereinheiten? 2 Erweiterungsspeicher. 2 Erweiterungsspeicher. 2 Erweiterungsspeicher. Ja. Und mit Wärmepumpe brauche ich die tatsächlich auch. Ja. Und ich bekomme die voll? Aktuell ist es schwierig. Okay. Aber ich habe auch das Einspeisen so ein bisschen manuell verringert. Ja. Aber generell im Sommer mit dem Smart Meter ist das so geil. Muss ich sagen, der Speicher, also die Speichersysteme, das Speichersystem mit den Erweiterungsspeichern, das ist voll. Ja, das füllt sich jeden Tag. Was will man eigentlich mehr? Aber wenn ich da sehe, was ich da im Jahr wirklich sparen kann, ne, bis zu 900 € bei optimaler Sonne, und natürlich ist das abhängig von folgenden Faktoren. Ne? Jetzt haben wir viel geredet. Doch bevor wir jetzt zu unserem Fazit kommen, lasst gerne nochmal ein Like dafür das Video. Besucht uns auf unserer Website. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr mehr über das Thema Balkonkraftwerk und Technik erfahren wollt. Luft geholt. Und jetzt kommen wir nochmal zu den wesentlichen Vorteilen, warum ihr euch für eine Solarbank entscheiden solltet. Ja. Also, für alle Solarbänke gilt 6000 Ladezyklen, 15 Jahre Lebensgarantie. Lebensdauer. 10 Jahre Garantie. 10 Jahre Garantie. Entschuldigung. Integrierte Heizung, also Aufstellort, ist eigentlich egal. Ja. Alles Plug and Play.
smart. Das heißt, du kannst alle mit deinem Handy auslesen. Ja. Funktioniert Du kannst super. sogar in der App deine Familie mit einladen. Dann kann jeder in die App gehen und das überwachen. Super. Ja. Ja, und wirklich simpel. In der Pro-Version mit 4 Panels, da legst du erstmal ein bisschen Geld hin. Ja. Das Ganze kann sich aber, wenn bei 900 € rechnet mal eure Stromkosten aus. Wo seid ihr denn bei eurem Verbrauch aktuell? Ja, und Enke hat derzeit wirklich viele, viele coole Angebote. Ja, schaut einfach mal rein, rechnet das für euch durch, ja, und dann guckt ihr, ob sich das für euch amortisiert. Aber in der Regel wird sich das bei jedem zu Hause amortisieren. Der größte Fehler ist, dass die meisten Leute denken, es kommt auf die Größe an. Genau. Ich brauche Pro. Ich brauche Pro. 4 Panels. 4 Panels. Ne? Ja, Dies, das. Dann wird's teuer. Und dann habe ich vielleicht, keine Ahnung, ne, gar nichts diese Verbraucher, die das wegziehen. Aber wenn ich eine Wärmepumpe habe, auf jeden Fall. Ne? Solarbank 2 Pro, ne? mit 4 Modulen. Ja? Da müsst ihr ordentlich Energie reinbuttern. Und die Strompreise werden immer teurer. Ob großer Verbrauch oder kleiner Verbrauch, Enke hat für jeden was dabei. Schaut gerne in die Beschreibung, dort findet ihr alle Links zu den Produkten. Wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentarzeile eure Frage. Wir beantworten jede Frage mit Freude. Mit Freude? Ja. Entweder du oder ich. Wir wechseln uns dann ab. Und generell wünschen wir euch eine super, super kalte, schöne Adventszeit. Ja, bald geht's wieder los hier. Einige trinken jetzt schon Punsch, habe ich gesehen. Ja, aber ich freue mich drauf. Ja. So. Ja. Guckt gerne mal jetzt im Abspann in unsere Videos. Und jetzt reicht's für heute auch. Mein Mund, der ist schon ganz trocken. So, und ich würde sagen, wir uns auch jetzt auch ein Heißgetränk. Leute, macht's gut. Jan, wir gehen jetzt rein, trinken ein Heißgetränk. So machen wir das. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Du darfst auch Tschüss sagen. Tschö.